Mittwoch, der 25. Dezember, morgens. Oh, schneit. Ach, schön. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. Meredith Christmas. Oh, Manometer. Holt mich ja schon ein bisschen ab. Bereit für ein echtes Weißweihnachten. Frohe Weihnachten. Meredith Christmas. I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. Dann sind wir ja schon zwei. Weißweihnachten sind ja sind auch lausig kalte Weihnachten. Aber dafür schön. That makes two of us. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh? Willst du meine Meinung hören oder soll ich nur zuhören? Es ist nicht perfekt, Meredith, aber du schaffst das schon. Yeah, it's not perfect, Meredith, but you'll be okay. Thanks, Dad. I think I will be. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. Die andere M wird sich um mein Weihnachtsessen kümmern. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, M. But I'm glad the other Em will be in charge of my Christmas dinner. Can't disagree there. Her lemon mashed potatoes alone blows all my cooking out of the water. Oh, that reminds me. I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Meredith Christmas. Alles klar, pass auf dich auf. Der Weihnachtsmann wünscht dir das Gleiche. Nee, der Weihnachtsmann. Mann, ich lese aber auch das, was ich lesen möchte, ne? Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Love you. Oh Mann. Weil wir weiß heißen. Ja. Der Witz wird nicht besser, wenn man ihn erklärt. Oh, Mildred, you shouldn't have. We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, please, don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. But knowing how happy they make you always makes up for it. Well, Danke. we're so grateful. Right, Thomas? Jetzt musst du was sagen. Hallo? Ach so. Ich muss auswählen. Ich dachte, er sagt jetzt irgendwas. Und schweigt aber erstmal so, weil er so... Ja, na gut. Sie sind wunderschön. Vielen, vielen Dank, Mildred. Vielen Dank, aber du solltest es in Zukunft lassen. Ach nee, das sagen wir nicht. Das war die haben wir kennengelernt dann. Das war die alte, süße Cat Lady. Deswegen, ja, vielen Dank. Ich weiß nicht. They're beautiful. Thank you so much, Mildred. Mir gefällt besonders, dass unsere Pullover das gleiche Muster haben. Die sind so bequem und bunt. They're so comfy and colorful. If only it was Christmas every day. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Beth, I hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. Das ist so gemein. And it's such a shame. If only I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? Also ich finde
die Pullover eigentlich ganz cute, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich würde den auch zu Weihnachten anziehen. Ich habe leider keinen so ugly Christmas Sweater. Ich bereue es bis jetzt. Ich habe einmal, wo ich in den USA war, im Walmart so einen ugly Christmas Sweater gesehen. Auf den waren einfach irgendwie Katzen drauf. Und es war halt so weihnachtlich, ne? So hier irgendwie. Und das geile Feature war, der hatte einfach so kleine Lichter drin, so eingearbeitet, die man irgendwie mit so einer Batterie so hätte anmachen können. Und dann hätte man so geleuchtet. Einfach so cool. Aber ich dachte mir dann so, ach nein, geht dein Geld nicht für Quatsch aus. Das kaufst du jetzt nicht. Ja. Und irgendwie bereue ich es bis heute, dass ich es nicht getan habe. Das wäre einfach der Burner an Weihnachten gewesen. Naja, ich habe den dann auch leider nicht mehr gefunden. Also das war nur, ja, in dem einen Walmart gab es die und dann, weiß ich gar nicht, waren die dann ausverkauft oder so? Ich habe die auf jeden Fall nicht nochmal im Walmart gesehen oder bei anderen Walmarts gesehen. Tja. Vermutlich ja. Ich hatte schon Bohnen. Danke, mein Schatz. Erbsenbohnen ist für mich alles nur Grünzeug. Also typisch alte Mann-Antwort, oder? Ja, wir sagen vermutlich ja. I suppose. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, if you will. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't it, Thomas? Allerdings, Emily, ich denke irgendwie die ganze Zeit, der antwortet von selber. Naja. Allerdings, Emily, da kannst du ja jetzt deinen Katzenschlafanzüge stricken. Die armen Katzen, That it is, Emily. That it is. It is a nice gift, Beth. Thank you. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Oh, why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to The Countess and the Carpenter. Ah, would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. I think I do. Beth, you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. ein bisschen spicy. Oh Mann. Ich glaube zwar kaum, dass ich es hier lesen werde, aber klar doch. Wem sprechen wir gerade? Ihn? Das ist doch ihr Geschenk. Gut zu wissen, dass sich die Abteilung Liebesschwüre jetzt in unserem Buchregal befindet. Ah, good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love it. Okay, Thomas, it's your turn now. Let's see. Crazy sports facts, too. Even more crazy sports facts. Oh ja, ich liebe diese Sachen. Ja, hat er doch, glaube ich, auch vorher gelesen, ne? Es könnte zumindest das Buch gewesen sein, also Teil 1. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht mal mit dem ersten Teil angefangen. Wir sagen das. Whew, boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Den Kids draußen am Basketballkorb kann ich immer noch was vormachen. Ich hatte nie so viel mit Sport am Hut, ehrlich gesagt. Hey now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse.
Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Wer möchte denn ein Stück Blaubeerkuchen? Damit sollten wir unsere Gäste nicht belasten. Who's up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Verzeihung, aber wer ist da? Meredith oh Gott. Meredith ist nicht hier. Sie ist zu Hause. Ich habe sie nur mit F ausgesprochen. Excuse me. Who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Hä? Hat sie uns angelogen? Wissen Sie nicht, dass gerade Weihnachten ist? Sie ist zu Hause und feiert Weihnachten. You're talking to her father in Oregon. She's at home, celebrating Christmas? Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. Oh I've Mann. been going a couple of all-nighters. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. Everything okay, honey? Nee, ich glaube, vielleicht hat sie uns nicht angelogen, sondern der hat sich nur verwählt mit der Nummer. Dachte, er ruft die richtigen Weiß an, aber ich habe keine Ahnung. Oder sie hat uns eben angelogen und muss gar nicht arbeiten. Obwohl, sie hat ja sowieso nicht gesagt, dass sie arbeitet. Sie hat ja gemeint, dass sie Weihnachtsabend mit einer Freundin oder so, Tess, keine Ahnung, verbringt. Von daher könnte es schon sein, dass... Ja, nee, sie hat nicht gelogen. Der wollte sie anscheinend jetzt irgendwie nur nerven, weil er auch noch wollte, dass sie jetzt arbeitet. Nur jemand, der keine Ahnung von Weihnachten hat. Das war Merediths blöder Boss. Irgendwas wegen der Arbeit. That silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? You're what? What's that, dear? Ich weiß nicht, aber es könnte sein, dass wir sie deswegen nicht kennengelernt haben, diese Beth. Weil im Buchladen waren wir ja danach nicht mehr. Also kann es sein, dass ja sie weggezogen ist und der dann schließen musste. Meinst du das ernst? Are you serious? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, Beth, that is amazing. Well, I'll be. Whose mother? I mean, Herzlichen Glückwunsch, was für tolle Neuigkeiten. what great news. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker, you may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So, if you put 2 and 2 together... Du ziehst in ihre Nähe. Sie bekommen Vierlinge. You're moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Oh Mann. Ich habe so Angst, dass ich auch so enden werde, wenn ich alt bin. Bin schon dabei. Du hattest mich schon bei dem Wort Brandy überredet. On it. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies.
Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Here, here, here. Here. Donnerstag, der 26. Dezember, Hey, morgen. Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Nope, we had our Christmas dinner. Okay, die müssen am 26. anscheinend wieder arbeiten. Ja, das ist irgendwie traurig. Zum Glück haben wir 2 Tage frei. Wie war es denn? Aber irgendwas sagt mir, du wirst trotzdem darüber reden. But I have a feeling you're going to talk about it anyway. The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. Oh Gott, wenn jemand über Sport anfängt zu reden. Instant müde. Hui, ich dachte, die Celtics hätten so eine gute Mannschaft. Und hast du dabei richtig Kohle gemacht? Mir sind Weihnachtsessen trotzdem lieber, Frank. I still like Christmas dinners better, Frank. Ha! Fair enough, Thomas. Have a good one today. Ja, ich habe mich ja auch gewundert die ganze Zeit, warum er jetzt hier wieder beim Postamt arbeitet, aber klar. Season's greetings, P.O. It's the second day. So, ich war kurz hier. Klar, das ist ja, dass sie erst dann später kam, die Tochter, hierhin in das Dorf und dann ein bisschen für ihn ausgeholfen hat. Ja, das macht jetzt alles wieder so ein bisschen mehr Sinn, ne? Christmas, and I don't have turtle doves or partridges in pear trees, but you know what I do have? P.O. positive or pet peeves? Season's greetings to you too, Jack. It's, Angela here. I watched the movie Gremlins the other day, right in my own cozy VCR-equipped living room. And I just want to say that it was a lovely and inexpensive way to have a great time. Thanks for the tip, Angie. Angela. I'm going to assume that wasn't a surreptitious advertising for the Flick Shack. And I'm also going to assume my next rental there will be free of charge. Hey! Okay, on to the weather. It looks like we'll have lots of snow today. How about some music now? Yeah, Music! Gut, jetzt können wir aussteigen. Wollte mal hören, was die da zu reden haben. Aber heute schneit's. Schön, obwohl irgendwie der Himmel blau ist. Also so leicht blau mit ein paar Wolken. Na. Ich hinterfrag's nicht. Main Street hier. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Jackson Lake, Maine. Ja. So. Gehen wir hier mal wieder rein. Oh, ist Yes, I Besuch. understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi-bye, Thomas. Bye, Kay. Maureen Hennessy strikes again. Was wäre P.O. doch für ein langweiliger Ort ohne sie? Ich vermute, Takt war nie ihre größte Stärke. I guess tact never has been her strong suit. That's one way to put it. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? Eine gute Gelegenheit für etwas mehr Gewinn, oder? Du könntest die Retterin der Feier sein. Ich könnte verstehen, wenn du sie hängen lässt. You could be a party's savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Aber klar, Nancy, schönen Tag noch. Na gut, wenn du mich so lieb bittest. All right, since you asked so nicely. Okay, also anscheinend feiern wir Silvester bei
Ich habe ihren Namen vergessen, aber bei der, die das Diner leitet, haben wir ja schon mal Pläne. Mehr Pläne haben die als ich momentan, was ich aber an Silvester mache. Wow. Oh Mann. So. Diesen einen Pfosten mitgenommen. Okay, ich muss mir gleich nochmal eine Strecke überlegen, die ich fahre, weil sonst fahre ich ja irgendwie die ganze Zeit nur im Kreis, ne? Das bringt's ja auch nicht. Warte mal, welches Haus? Ist es das? Oder das? Ich könnte mir vorstellen, es ist das hier. Schauen wir mal schnell auf der Karte. Wow. 203 Jackson Street. Okay. Ja, das ist das. Alles klar. Ein rundes Paket. Habe ich irgendwie bei uns auch noch nie gesehen. So, ich gehe jetzt mal schneller. Ich habe ganze 1 Sekunde gespart. The Kovacs family always heads to Arizona in the wintertime. And who can blame them? Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night. Wie man auf dem Dorf irgendwie gefühlt immer weiß, was alle machen. Oder, naja, also ich nicht. Aber es gibt so Menschen, die auf dem Dorf einfach über alle Bescheid wissen, ne? Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich glaube, ich lebe lieber anonym. So, hier haben wir noch einen Brief. Das ist nur die Frage, wo? Nee, hier nicht. Hier? Na, ich probiere es mal. Nein. Da ist es nicht. Vielleicht hier. Ja. There we go. Also es ist halt schon so, ne, vom Spielprinzip irgendwie genau das gleiche wie im normalen Spiel. Gut, es ist ein DLC, was habe ich erwartet, ne? Aber die Story ist halt im Endeffekt ein bisschen anders. Ja. Gut, dann fahren wir doch mal hier hin, dann hier und dann haben wir hier unten noch ein paar Sachen auszuliefern. Okay. Ja, ich bin jetzt hier irgendwie ein bisschen hin und her gefahren, aber das macht ja auch nichts. Schneit ja heute auch so schön. Ich wünschte, bei uns würde es schneien an Weihnachten, aber vermutlich, ich gebe irgendwie jegliche Hoffnung mittlerweile auf. Okay, ich muss mal hier gucken. Hier vielleicht? Ja, ne? Wow. Könnte ich mir vorstellen, dass es hier ist. Ja. Ach, schön. Einfach mal hier ein bisschen genießen. Wow, ich sollte hier nicht so schnell um die Kurven fahren. So. Wo müssen wir hin? Einmal hier, das ist bei unserem Haus. 102 Vintage Street. Und da. Ja, okay. Vor allem beschwert er sich darüber, dass andere so doll geschmückt haben und meint, ist das wirklich irgendwie notwendig? Aber hat selber ja eigentlich auch gut was geschmückt. Oh, jetzt bin ich vorbeigefahren. Also ich finde, er sollte nichts sagen hier. Wow. Oh Mann. So. Den Wagen noch irgendwie gerade bringen. Somehow it's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. Ich hoffe ja, dass wir noch mal Meredith beliefern. Meredith einfach so klasse. Oh Mann. Ich weiß... Nee, nicht Meredith. Oh Mann, das ist unsere Tochter, ne? Die alte Lady. Oh mein Gott, ich hab's überhaupt nicht mit Namen. Die hieß aber auch irgendwas mit M. Mildred. Ja, ich will Mildred nochmal beliefern.
mit der unbedingt noch mal irgendwie quatschen. Und vielleicht sehen wir noch mal ihre Katzen. Das wäre toll. Oh, er sprintet hier sich einen ab, du. Wenn ich auf Shift drücke. Wahnsinn. Ich glaube, da vorne hat auch da in dem Haus oder so, keine Ahnung, hat, glaube ich, auch Mildred gewohnt. Tja, aber heute haben wir nichts für sie. Aber trotzdem mal gucken, ob vielleicht ihre Katzis draußen sind. Ich glaube, die waren im letzten Spiel immer draußen. Aber war es das Haus? Mhm. Boah, ich habe da auch so nur noch irgendwie ganz dunkle Erinnerungen an das Spiel. Okay, dann fahren wir jetzt hier. Oh, man kann halt auch echt... Ah, man kann hier noch mit WASD so ein bisschen rumfahren auf der Karte. Gut, wir müssen hier hin. Da hätten wir ja auch hier fahren. Naja, ich weiß nicht. Ich könnte eigentlich nochmal umdrehen. Komm, wir drehen nochmal um. Dann fahren wir den Weg auch nochmal ab. So. Wenn ich hier meinen Wagen gewendet bekomme. Dann schauen wir uns mal die neue Strecke, neu in Anführungszeichen, an. Wow. Auch Fahrskills hier beweisen. Thomas, just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. Und drück ordentlich aufs Gas hier. Wow. Vielleicht sollte ich doch nicht so doll aufs Gas drücken. Weiß nicht, irgendwie macht mich die Musik hier so ein bisschen so... Ne? Es ist ein bisschen zu entspannt. Passt schon. Werd hier langsam müde. Ich habe heute Nacht auch nicht wirklich viel geschlafen. Ach nee, wir können da hochfahren. Was steht da? Xmas Tree sold out und Hase. Ein Schneehase. I'm reminded of our honeymoon to Niagara Falls all those many years ago. A little more impressive than our local waterfall, but not by much. Nur ein bisschen, ne? Aber der Wasserfall ist eigentlich schön. Ich finde, der hat auch eine wunderschöne Hütte. Ja, würde ich schon tauschen, ehrlich gesagt. Silly me. I forgot the package. Ja, silly me. So, wir sind bestimmt Bear Creek, ne? Ich schaue nicht nach. Ich denke schon. Ich war irgendwie zu abgelenkt, dass hier so schön aussieht. Hey there. Looks like Santa's a little late this year. Weil du kein braver Junge warst. Oh, ich weiß nicht. Bestell weiter so schwere Pakete und du siehst den Weihnachtsmann nie wieder. If you keep ordering heavy parcels like this, Santa might just skip your house altogether. No, sorry, Thomas. Let me give you a hand. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing? Ich dachte, hier wird nicht mehr geangelt bis zum Frühling. Das klingt wie ein interessantes Abenteuer. And here I thought there'd be no more fishing until spring. Don't knock it till you've tried it, Thomas. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Wie wäre es mit nicht in 1 Million Jahre? Klar, ich bin dabei. Nö, ich würde sagen, klar. Sure, let's do it. But you better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? Ich habe schon mal bessere erlebt. Meine Tochter hat es nicht geschafft, uns zu besuchen. Ja klar, ein schöner Freitag, tolles Essen. Yeah, sure. A nice day off, great food. Hard to complain about that. Can't agree more. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. Okidoki.
Wollte ich nicht irgendwie letztens seine Tochter mit dem verkuppeln? Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch geklappt hat. Tja. Auf jeden Fall ist ja schon mal gut, wenn er ihren Vater jetzt schon mal kennenlernt, ne? Dann wäre das auch schon mal so ein bisschen geklärt. Die verstehen sich. Perfekt. Wow. Das ist aber schön hier, das Ding. Boah, stell dir vor, du wohnst da einfach so mitten im Wald in so einer cuten Hütte. Und dann hast du auch noch so eine Holzbrücke da, wenn du zu dir nach Hause fährst. Der hat echt das Richtige losgezogen. So, wo müssen wir hin? Hier können wir keine Schnellreise machen. Nee, dann, na gut, dann fahren wir da nochmal hin. Können wir uns die Gegend nochmal angucken. Ich habe auch gesehen, dass es dieses Jahr einen Steam-Jahresrückblick gibt. Ich bin gespannt, weil ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, aber ich glaube, viel ist da bei mir nicht drauf. Dieses Jahr gar nicht, oder? Ich glaube, ich habe gar nicht so viel gespielt irgendwie. Also bei Genshin Impact sehr viel, aber das ist ja nicht bei Steam. Und ansonsten habe ich irgendwie nur Dave the Diver noch ziemlich gesuchtet, aber auch nie fertig gespielt. Ich habe nur gesehen, dass es da jetzt ein neues Update mit Dredge-Inhalten gibt. Vielleicht gucke ich noch mal rein, ich weiß nicht. Ja, und dann habe ich habe doch sehr lange Starfield gespielt, ne? Aber These cabins must be so cozy in the wintertime. Or cold. Probably freezing cold. Cabins? Ich will auch mal eine sehen. Ja, sieht süß aus. Ja, aber Starfield, ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe. Erfahren. Ich weiß echt nicht, wie ich es geschafft habe, 150 Stunden da drin zu verbringen. Irgendwie, am Anfang hat es mich schon ziemlich gecatcht gehabt. Und dann nicht mehr. So, ich gucke hier nur mal kurz, wo der Briefkasten ist. Ich habe dann trotzdem noch weiter gespielt, weil ich es eigentlich unbedingt durchspielen wollte. Und weil ich alle Quests machen wollte. Und vor allem auch die Main-Quest fertig spielen wollte. Aber ich habe es nicht geschafft. Also ich habe jetzt irgendwann dann abgebrochen. Weil, irgendwie, ich habe auch gefühlt jeden Bug mitgenommen, den man überhaupt mitnehmen kann. Also ich war noch nie so der Typ, der so ein Pech hatte, aber bei dem Spiel, ich konnte gewisse Questreihen nicht mehr weiterspielen, weil die verbuggt waren. Es hat mich genervt, dass die dann immer im Quest-Inventar, also in dieser Quest-Auflistung quasi auch immer angezeigt wurden. Aber die gingen halt einfach nicht mehr. Ich glaube, die wurden mittlerweile mal wieder, also eine wurde, glaube ich, behoben, eventuell durch so ein Patch, aber ja, bei der anderen weiß ich es nicht. Und das hat mich richtig übel genervt dann auch, dass es halt alles so repetitiv war irgendwie und nichts Neues. Die Planeten waren langweilig. Die Begleiter waren langweilig. Dann kam ja noch diese eine Stelle, ich will nicht spoilern, also ich werde auch nicht spoilern, aber es gibt eine Stelle in der Main Quest, die mich richtig abgefuckt hat. Danach habe ich, glaube ich, auch dann das Spiel abgebrochen. Was mich so sehr genervt hat, diese eine Stelle. Wie gesagt, ich will nicht spoilern. Es wäre sonst ein sehr großer Spoiler. Aber also, ja. Das hat mir echt den Spielspaß irgendwie sehr versaut. Ich weiß nicht, ob ich noch abwarte, bis sie das Spiel durchgepatcht haben. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Vielleicht so wie bei Cyberpunk. Aber bei Cyberpunk hatte ich halt nie so viele Probleme wie bei Starfield. Ja, aber mal schauen, ob ich es auch weiter spiele. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht schon, wenn es besser wird. Oha, das sieht aus, als hätten sie Probleme mit dem Wagen. Nicht von hier. Willkommen in Providence Oaks. Out-of-towners, I'm assuming? Welcome to Providence Oaks. Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. No duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story?
Ich liefere hier nur Pakete ab. Ich bin Thomas Weiß und ja, ich stelle die Post zu. Moment mal, jetzt sind Sie die Connor Price von den KNW 6 Nachrichten? Wait a minute. Aren't you Connor Price, KNW 6 News? In the flesh. Are you a regular viewer? Auf jeden Fall. Ich informiere mich gerne über die lokalen Ereignisse. Genug, um zu wissen, was für ein toller Reporter Sie sind. Absolutely. I like to catch up on the local goings-on right before reruns of Fries and the Hamburger. I see. And is yours a Nielsen family? With an odometer and everything? Was ist eine Nielsen-Family? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nielsen? Nein, wir heißen alle Weiß. Nielsen? No, the name's Weiss. Then how does that help me? Huh? Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God! I'm dying in this podunk country-ass town. Bunch of freaking yokels. Der ist ja nett. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Jeden Cent vom Eintrittspreis wert. Er muss einfach nur Dampf ablassen. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. Eigentlich Postzusteller, jetzt TV-Reporter Punching Bag. Und ich kenne die Lösung für Ihr Autoproblem. And as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. Mist. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you Nett. everywhere, Gabe. That must be Ben Young. Er wird sie im Nullkomma-Nichts wieder flott machen. Ich muss mich wieder um die Post kümmern. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Excuse me. Duty apparently calls. Happy travels. Da ist er, oder? Ja. So sieht man sich wieder. Das ist deine Alternative zu einem Job bei der Post? Klingt nach einem Notfall. Was gibt's denn? This is your alternative to working at the post office? Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden, I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Ein kluges Kerlchen wie du wird das doch wohl selbst schaffen. Klar, ihre Telefonnummer ist 0800, find's doch selber raus. Zufällig kenne ich ihre Privatnummer auswendig. Weiß ich nicht. Sind wir gemein zu ihm? Ich würde ja am liebsten das hier sagen. Oder das erste. Das hier eigentlich nicht. Ich sag das erste. Emily's off today. But I'm sure a smart guy like you will figure things out in no time. Oh, thank you ever so much for nothing. God, where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. Hat er nicht gesagt, er ist ein They're Computertyp? already gone. Mighty fast towing there, Ben. Okay, das war ja hier das Spannendste, was auf dem Dorf so passieren kann. Haben wir es heute geschafft? Ja, ne?
Dann machen wir jetzt mal, würde ich sagen, hier eine Schnellreise. Geht das? Wie mache ich das? So. Ah, okay. Sehr praktisch. Muss man nicht wieder noch um den halben See gurken. Ja, es ist natürlich schön mit dem Schnee und so, ne? Aber ja, ich glaube, es ist mit der Schnellreise trotzdem angenehmer. So, dann Feierabend hier, ne? Donnerstag, der 26. Dezember, abends. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. Hoffen wir mal, dass er jetzt besser drauf ist. Ich hatte gehofft, dass Connor Price Erlebnis blieb dir erspart. I was hoping you'd be spared the Connor Price experience. Suffice it to say, he was not friendly. Wow, sounds like a real jerk. Zu der Frau ist er bestimmt wieder nett, hm? Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er ja auch wirklich nur ein Arsch. Hallo, Mr. Price. Der Rauch hat sich also noch nicht ganz verzogen, wie ich sehe. Mr. Price, sollte sie nicht längst in Melville sein? Mr. Price? Aren't you supposed to be in Melville? Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, change of plans, I'm afraid. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Okay, er ist doch nicht nett. Alter, er ist ein richtiger Arsch. Und dafür, dass er so aussieht. Hey. Bitte verzeihen Sie meine Frau. Manchmal verteidigt sie mich wie eine Löwin ihr Junges. Ich habe von unserer ersten Begegnung erzählt. No, it's just that I told her about our earlier meeting. Oh, I see. Yeah, about that. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Schnee von gestern, soweit es mich betrifft. Es ist ja auch leicht nett zu sein, wenn alles glatt läuft. Die Willamette Week hat gut über sie berichtet. Willamette Week? Was höre ich hier im Hintergrund? Irgendwie für ein komisches Geräusch. Sehr merkwürdig. Ja, Schnee von gestern. That's quite all right. Water under the Bear Creek Bridge, as far as I'm concerned. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Und konnte Ben Young ihren Wagen schon reparieren? Also sie sind ganz offensichtlich nicht in Melville, weil er den Wagen nicht reparieren konnte, vermutlich, ne? So, has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I Und was er braucht ein referring Zimmer. to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. Das heißt Providence Oaks, kurz PO genannt. Sollten sie nicht in Melville irgendwas aufnehmen? It's Providence Oaks, PO for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Ja, das klingt irgendwie logisch. Providence Oaks ist viel hübscher als das verpennte Melville. Except, of course, that Providence Oaks is way nicer than frickin' Melville. I was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. Dieses Motel heißt genauso. Ja, er ist ja sehr kreativ. Es gibt ja sogar ein Computerspiel, das so heißt. Ja. That is the same name as this motel.
so I guess it isn't particularly original. My wife works here as a receptionist, but she's not the one who named it. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Ja, ich glaube, das kann ich. Was für eine Ironie. Na gut, ich bin dabei weg. Mal weg. Well, I best be on my way. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. Unangenehmer Typ. Irgendwie. Und falls die Entwickler hier mal einen Lektor brauchen, ich kann das gerne mal hier kontrollieren und korrigieren. Zu Hause bleiben und Fernsehen, zu Hause bleiben oder Buch lesen. Ja, wir schauen noch mal hier kurz rein. Eisangeln mit Robert. Genau, das ist jetzt hinzugefügt worden. Okay. Dann würde ich sagen, Fernsehen war eigentlich schon lustiger, ne, als die blöden Sportfakten. Ja, dann, tschüss, lesen. Attention everybody! There's a suspect situation at the drive-in. Sounds like a job for fries and the hamburger. Real funny, guys. Okay, Klaus, let's go check it out. Let's get ready to rumble. Klingt nach einer super Serie. Freitag, der 27. Dezember, morgen. Okay. What a gloriously fine Friday it is out there, y'all. Wanna hear a P.O. posit? Ich muss erstmal gucken hier, wo wir denn überhaupt hinfahren müssen. Ich würde sagen, oh, das ist ja wieder hier alles so schön verteilt. Wir könnten wieder diesen unteren Teil hier machen, dann hier, da fahren wir hier wieder zurück, ne? Ach nee, hier drüben ist ja auch noch was. Ja, wir machen den unteren Teil, fahren hier hin, machen eine Schnellreise darüber. Nee, das bringt auch nichts. Hierhin, hierhin, hier. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Positive or pet peeves? Let's hear one from Mildred Meow Jenkins. Hi, Jack. I would like to thank our own Robert Harris for all the snow he shoveled from my driveway this week. He even brought a fish snack for my cats. Aww. Say thank you to Robert now, my dears. Way to go, Robert. Feel free to help clear out my driveway as well. It's only about a quarter of a mile. And it'll probably need shoveling because more snow's coming. But we're back to bright and sunny skies later today. Back to the music. Ach, das ist der Typ auf der Farbe, oder? Oder? Ach, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber Mildred! Wow, ich bin Mildred Ultra. Sie hat schon ihren kleinen Fanclub hier bei mir gefunden. Finde ich einfach toll. Ich weiß nicht. Ist halt so ein bisschen so, ne? Ja. So ein bisschen, wie sagt man bei älteren Leuten, tattrig oder so. Aber halt auch irgendwie super cute mit ihren Katzen. Kann es irgendwie nicht so genau bezeichnen. Aber feier sie halt schon eigentlich ziemlich hart. Okay, jetzt haben wir das hier. Dann fahren wir hier rüber. Genau, dann machen wir hier... Nee. Warte. Macht das Sinn? So? Nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Entschuldigung, das heißt, ergibt Sinn. Oh, okay. Ich hasse solche Leute. Die irgendwie immer so sagen, oh, das heißt aber ergibt Sinn. Ja, warum steht Machtsinn jetzt mittlerweile im Duden? Sprache ändert sich, du Vollhonk. Warte, wie kommen wir da rein?
Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Ich meine, es sieht auf der Karte so aus, als wäre hier so ein Weg, aber ich sehe die Einfahrt nicht. Ah gut, fahren wir einfach mal drum herum. Vielleicht hält es uns ja irgendwie auf, aber hier ist irgendwie so eine Steinwand. Ah, vielleicht hier vorne? Nope. Ja, keine Ahnung. Gehen wir erstmal zu Mo's Diner. Paket. Mo's Diner, 500 Lake Road. Alles klar. Dann das hier. Okay, let's get this to its destination. Yes. Der ist richtig motiviert. Gut, aber wenn ich so wenig ausfahren müsste, wäre ich das auch, glaube ich. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn fine views. So. Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Gabe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Hallo, Mr. Serrano, Mr. Richter, Miss Richter. Ich weiß nicht, vielleicht kenne ich die Stadt zu gut. Ganz recht. Was brauchen Sie denn? Quite right. What do you need? Yeah, Gabe. What do you need? Well, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well... Mackies Anglerladen. Ja, der ist aber nicht da, ne? Ich dachte, der ist weggefahren. Der Wachturm oben am Eagle Peak. Ja, der ist cool. Jack Reynolds Bauernhof. Ach, nee. Sagen wir den Wachturm. The watchtower up at Eagle Peak. You can take in the view among the treetops. But make sure you watch out for those creaky steps. Oh, hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but when it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Was für ein netter Kerl. Versteht er denn wirklich was vom Wasser hin? Does he actually know anything about faucets? Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things he could fix around here, if you catch my drift. Nein? Nein. Ich verstehe das nicht. Ich bin noch zu jung dafür. Maureen, hier ist eine Dame anwesend. Wir tun einfach mal so, als hätten wir das nicht gehört, okay? Haha, typisch Maureen. Ja, wir tun so, als ob wir das nicht gehört hätten. We'll just pretend we didn't hear that, right? Let me just go check him out. Check on him, I mean. Oh, Mann. So, anyway. Also, ich glaube, ich sollte gehen. Also, Richter. Das ist ein deutscher Nachname, oder? So wie Weiß. Und hast du schon den Blaubeerkuchen probiert? So. Wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? I actually encountered him outside the motel yesterday evening. Diesmal war er deutlich netter. Ja, irgendwie schon. Aber ich hatte auch das Gefühl, er war netter, weil er irgendwas von uns wollte. Keine Ahnung.
Ihm qualmte immer noch der Kopf wortwörtlich. Wir haben uns ein wenig über eure neuen Pläne unterhalten. He was a lot nicer this time. Really? Oh, did he greet you with, good to see you, man? Ja, genau. Woher weißt du das? Ja, er war ausgesprochen freundlich. Nee, weiß ich nicht mehr so genau, sage ich nicht. Das hier. Yes, how did you know? That's his go-to when he's forgotten your name. It's good to see you, man, for guys, and hey, lady, for gals. Really? Wouldn't worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price Wrangler. Aber immerhin, Lisa und Ilsas sind ja schon mal die gleichen Buchstaben im Begriff. Nur ein kleiner Buchstabendreher. Muss merkwürdig sein, hier mit 2 Kollegen festzustecken. Gabriel scheint aber sehr nett zu sein. Du erinnerst mich etwas an meine Tochter. Echt? Finde ich irgendwie nicht. Gabriel seems very nice, though. That should make things easier. Oh, yeah. He's a big old puppy dog. Was war He's das? as uncomplicated as Connor is complicated. So, that's a welcome antidote. Well, now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Oh, ich musste gerade irgendwie Schluckaufen. Nee, warte. So heißt das nicht. Ich hatte gerade irgendwie so einen kleinen Schluck auf und hatte aber den Mund zu und da war das so ganz merkwürdig. Maureen, du sollst deine Gäste nicht immer so erschrecken. Maureen, ist der Wasserhahn schon repariert? Ja, bitte geh und sieh mal nach. Maureen, is the faucet fixed yet? All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Oh. Well, Faucet's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Indeed, Maureen. Okay, also der steht auf die Ilsa, ja? Na gut. Und du hast noch nicht mal Connor Price kennengelernt. Ja, das, weiß nicht, ob man das muss. Sie sind auf jeden Fall das Gesprächsthema Nummer 1 in der Stadt. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht in ihre Angelegenheiten einmischen. You haven't even met the main event, Connor Price. Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like it's 1986. Because it will be. Wir werden da sein. Das wollen wir nicht verpassen. Ich kann nicht versprechen, dass wir es schaffen, aber wir versuchen es. Okay, ich rede mal mit Emily drüber. Nee, wir werden da sein. Of course we'll be there. Wouldn't miss Egal, it for was the Emily world. sagt. Best get back to it. See you, Mo. Bye now. Emily hat kein Mitspracherecht. Nee, ich glaube, die hat bestimmt auch Bock. So wie ich die jetzt kennengelernt habe, wird die bestimmt auch gerne mal tanzen und eine über den Durst trinken und Party machen. Okay, jetzt müssen wir ja mal gucken, wie wir hier reinkommen. Ich würde sonst hier nochmal die Runde fahren. Wow. Oder war vorne an der Kreuzung irgendwie die Einfahrt? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier drin war, als wir Lake zum ersten Mal gespielt haben. Ich erinnere mich irgendwie nicht dran, aber das hat halt nichts zu bedeuten. Deswegen, Hier sieht es überall nicht nach Einfahrt aus. Doch, hier. Ah, da. Ah, das ist so eine gute Idee, hier reinzufahren. Naja. Probieren wir es. Wow. Und hier, Frank. Warum? Ah, warte, ich muss dann natürlich noch
das Paket wiederholen. Ja. 2 Old Logging Road. So, wir haben noch voll viele Pakete heute. Okay, ich renn mal wieder. Ah, look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway. Da sind seine ganzen Silvesterkracher. Und wenn jemand irgendwas eilig verschicken muss, hast du keine Angst, dass Walter morgen da auftaucht? Ja, ich bin sicher, die kommen einfach später nochmal. Wer ist Walter morgen? Ich irgendwie vergessen. I don't know, Frank. What if there's someone who needs to send something urgent? If it's really urgent, I'll drive it over to the distribution center myself. They know they can count on me. Na gut, Frank, wenn du es sagst, ist nicht meine Sache. Da hast du nicht ganz unrecht, ne, Frank? If you say so, Frank. It's none of my business. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas, you can keep a little secret, right? Selbstverständlich, Frank. Nun ja, ich habe es immer versucht und selten versagt. Nicht, wenn ich dadurch Ärger bekomme, Frank. Not if it gets me into trouble, Frank. Don't worry about it. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds illegal and dangerous. Alter, der Typ hat einfach Money-Mindset, würde ich sagen. Ich werde einfach so tun, als hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden. Der klassische Frank Coleman-Stunt, so lieben wir das. Solltest du dich nicht lieber an deine Sportwetten halten? I'm going to leave now and pretend we never had this conversation. Okay, Thomas, fair enough. See you at the office. And I hope you still enjoy the show. Ja, schon. Eigentlich Feuerwerke ja schon cool. Aber halt nicht im Endeffekt, wenn es betrunkene Leute an Silvester machen. Da weiß ich nicht. Habe ich irgendwie immer ein bisschen meine Bedenken. Ob das eine gute Idee war, weil ich glaube es irgendwie nicht. Ich verstehe sowieso nicht, wie man betrunkenen Menschen an Silvester irgendwie etwas Explosives in die Hand drücken kann. Und dann sagt er, ja hier, mach mal. Nee. Aber gut, so ist es halt jetzt nun mal. Also ich denke mal auch nicht, dass da irgendwas mit Verbot kommen wird, obwohl ich wäre ja stark für ein Böllerverbot, muss ich sagen, weil ich hasse Böller und ich hasse es, mich zu erschrecken, weil das irgendwie dann immer so laut kracht. Aber gegen das andere, naja, also gegen so schönes Feuerwerk habe ich jetzt persönlich nichts. Obwohl es natürlich auch gefährlich sein kann, wenn betrunkene Menschen es nutzen. Deswegen, ja. Aber ich mag gerne so Feuerwerk, was von Profis, sage ich mal, gemacht wird. Wo sind wir denn gerade? Vintage Street, hier. So, dann schaue ich mir auch gerne mal ein Feuerwerk an. Achso. Ja, Paket. Kurz wieder Brain AFK. Gut, die sind nicht zu Hause. Another day, another dollar. I'm starting to sound like Frank. Ich mag irgendwie an Weihnachten diese bunten Lichter immer viel mehr als diese normalen Lichter. Random Facts about me. Sehr schön. Okay, dann müssen wir hier nochmal einen Brief austragen.
Nicht verzagen, ich werde Ihre Post austragen. Geil. Kann ja fast schon so gut reimen wie ApoRed, ey. Ich habe irgendwie dieses Mimi-Video angeschaut. Eieieiei. Das ist schon hardcore, das Ganze, ne? Obwohl das Mimi-Video schon sehr lustig ist. Ich weiß nicht, ob meine Zuschauerschaft das so anguckt. Hallo an alle 2 Zuschauer, die ich habe. Nee, keine Ahnung. Aber ich feiere das halt übelst eigentlich. Diesen ganzen ApoRed Gossip Beef. Das ist irgendwie genau mein Ding. Achso, ja, für die, die es nicht gesehen haben. Er hat irgendwie immer erzählt von sich, dass er der krasseste Rapper wäre. Und, also den es überhaupt in Deutschland so gibt. Und dann hat er in einem Livestream oder so, keine Ahnung, hat er, glaube ich, sogar selber vorgeschlagen, dass er jetzt mal was vorrappt oder reimt oder so. Und dann haben ihm Leute so Wörter vorgegeben, auf die er einen Reim finden sollte, wie Finanzamt und ja. Er saß halt ewig da und hat Ewigkeiten gebraucht, bis er sich einen Reim einfallen lassen hat. Der krasse Rapper. So, ich dachte, wenn wir reingehen, geht vielleicht hier schon wieder Gespräch los. Oh. Da ist sie ja. Hi, Beth. Got a delivery for you. Where do you want it? Oh, dear Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Emily and I had a great time. Aber nochmal zu deinen Neuigkeiten. Auch wenn dieses immer offenbar nicht ewig hält, obwohl Mildred immer noch nicht die Stimmung im Raum spürt. But about that news of yours. I was afraid it would perhaps put a dampener on the evening, but I was happy we could celebrate together nonetheless. Es war ein ziemlicher Schock für Emily und mich. Ich verstehe, warum der Süden für dich verlockender ist. It was a bit unexpected, but I can understand why the grass is greener in the south for you right now. My reason for leaving is wonderful for sure. I can only count myself fortunate. And I wouldn't miss a thing now that the little one is on the way. Oh, but I will miss you two. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. Du bist eine wandelnde Bibliothek, Beth. Immer das passende Zitat zur Hand. Das ist hübsch. Ich würde es mir aufschreiben, aber ich habe meinen Stift vergessen. Wir werden dich auch vermissen, Beth. We'll miss you too, Beth. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? Nachgedacht schon, ja. Thought about it? Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. But leaving here would sure be a big step. Maybe too big, I don't know. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service. Da hast du wohl recht. Der Dienst, der unsere Nation verbindet. Quite right you are. Well, I won't keep you any longer, Thomas. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. Vielleicht ist es Zeit für eine neue Brille. Und das ist irgendwie ein bisschen, gemein. Mit solchen Sachen muss man sich einfach Zeit lassen. I understand. It's best to take your time with things like that. Exactly. Whether one likes it or not. Until next time, my friend. Up and at 'em. See you, Beth. Tja. Deswegen haben wir dann den Buchladen auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Also im Main-Spiel. Was haben wir denn eigentlich sonst noch? Heute ist Eisangeln mit Robert.
Mit Robert Schmobbert. So, dann fahren wir nochmal hier hin, dann hier, und dann haben wir es, ne? Ich weiß nicht, ob ich zuerst vielleicht das Paket austrage. Oh! Ich kann meinen Wagen plötzlich nicht mehr steuern. Ah, Mist. Ich dachte ja... Gar nichts. Ich wollte natürlich bremsen. Das hat nicht das Spiel gemacht. Von alleine. Schade. Aber gut. Bei GTA kann ich ja dann wieder meine Wut herauslassen. So, welches Haus? Ich glaube, es ist das hier. Ja. 105 East 4th Street. Und dann schauen wir mal. Ja, wir haben ja nur noch ein Paket. Ah, hier sieht es ein bisschen traurig aus irgendwie. Stimmt doch keiner zu Hause? Ne. Ach Mann, wieso können wir nicht endlich mal Mildred ein Paket bringen? Ich würde sie so gern besuchen. Und ihre Katzen sehen. Oh Mann, ich liebe Katzen. Das ist einfach, ich hätte einfach auch gern Katzen. Ich glaube, das sage ich irgendwie immer, wenn ich irgendwo eine Katze sehe. Aber Katzen sind halt auch toll. Ja, Hunde sind auch toll. Aber Katzen finde ich halt auch toll. Ich weiß, ich finde beides toll. Aber auf eine andere Art und Weise. Ich finde Hunde, glaube ich, anspruchsvoller. Also wenn man sich einen Hund holt, muss man viel mehr Zeit haben und viel mehr, ja, auch Geduld irgendwie, ne? Also ich meine, klar, Katzen machen auch Quatsch, aber so ein Hund, den muss man erstmal erziehen. Gut, wenn man ihn dann erzogen hat, dafür ist er dann danach lieber als so eine Katze. Es hat alles seine Vor- und Nachteile irgendwie. Aber Katzen brauchen halt nicht diese krasse Erziehung am Anfang irgendwie wie ein Hund. Klar muss sie auch so manchmal so ein bisschen erziehen, ne? Weil wenn man es nicht macht, dann tanzen sie dir auch auf dem Kopf rum. Aber es hält sich noch in Grenzen. So, fahren wir hier einfach mal in den Garten rein. Hoffentlich haben die keine Waffe zu Hause. Man darf ja sein Grundstück verteidigen in den USA mit Waffen, deswegen, ja. Schließlich, ne, also von Twitch ist das Spiel hier auf Erwachseneninhalt eingestuft. Und ich hoffe, ihr wisst auch, warum hier. Es ist ultra krass. Muss man eigentlich immer Angst haben, dass man nicht erschossen wird als Postbote hier. Und auch sonst sehr gewalttätig, finde ich. Ich verstehe es nicht. Haus der Familie war es Freitagabend. I'll get it. Hello? Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Yes, sir. That would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, hi there. I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but, do you perhaps remember entering into our Fly into Florida sweepstakes? Now that you mention it, I think so. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. The grand prize? Wow, fantastic. I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit? No problem, Mrs. Weiss. You have won a 2-week trip to Florida for 2. Wow, Florida? Really? I won? I have never won anything in my life. Hold on, I need to tell my husband. Honey, we won! I'm talking to a gentleman from Fly into Florida.
and he says we've won a 2-week holiday for 2. Er soll aufhören rumzuspinnen. Wahrscheinlich will er uns so eine Timeshare-Hütte aufschwatzen. Ach, hör doch auf, Florida? Boah. Achso, das ist vermutlich eher so, ach, hör doch auf, Florida? Boah. Tell him he's dreaming. It's probably a timeshare scam. What? No, that can't be. I did enter that contest. Hold on. My husband is unsure if this is really true. I mean, you do hear a lot about phone scams these days. We'll do our absolute best to take away all your concerns. You've got plenty of time to let it all sink in. Next, we'll be sending you an extra special envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, and I totally forgot to say this earlier, a $500 check covering any additional expenses. Wow. Wow. I can't believe this is happening. Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The dates can't be altered. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great moment to change them. And I hope this answers all of your questions for now. Congratulations on winning. And we look forward to seeing you fly into Florida. Thank you. Bye. I think I need to sit down for a moment. Florida. Oh, that's Robert. Sorry, honey. I can't celebrate with you right now. But I'll make it up to you tomorrow night at Moe's. I will hold you to that. Have fun on the ice, hon. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. Das waren dann die 2 Wochen, wo dann der normale Teil startet. Also, wo Meredith zu denen kommt. Getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold. But we're fishing all right. Tolles Erlebnis, Robert. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Lass uns einfach irgendwas fangen und schnellstens wieder abhauen. Bist du sicher, dass das Feuer nicht das Eis schmilzt? Are you sure that the fire won't melt the ice? I didn't bring my swim trunks. Don't worry, Thomas. He travels mostly upwards. And hopefully also in our direction. Man, it's nice out here. Ja. This setting could use a guitar. Weiß nicht. Lagerfeuer und Gitarre, nicht gerade die beste Erinnerungen. Würde es nicht die ganze Fische verscheuchen? Ja, so ein bisschen Gitarrenmusik wäre jetzt nicht schlecht. Wouldn't that scare the fish away? Especially if you start singing. Thank you, Thomas. Your honest feedback is much appreciated. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Yeah. Apparently, we won a 2-week trip. Wow, congrats. Not that Florida's my cup of tea, if I'm honest. Würdest du lieber woanders hin verreisen? Du würdest lieber im guten alten Providence Oaks bleiben, was? Someplace else you'd rather go? I'm perfectly fine staying right here. PO ist toll, aber kann man hier auch gut jemanden kennenlernen? Und damit hast du wahrscheinlich schon völlig recht, Robert. PO is great, but is it also a good place to meet someone? I know what you're hinting at. The answer's no, of course. But maybe this is what I need right now. Tja, unsere Tochter kommt ja dann, ne? Warst du nicht inzwischen lange genug alleine? Ja, setz dich da nicht unter Druck. Gönn dir etwas Zeit. Yeah, just give it a little time. Or a lot. Nothing wrong with that. Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day? Ja, hat sie ja dann irgendwie im ersten Teil, ne? Also, ich sage mal im ersten Teil. Aber es ist ja eigentlich das Hauptspiel halt. Das Lotterielos mit dem Hauptgewinn zu angeln wäre auch sehr schön. Und ebenso unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Wouldn't it also be ideal if we caught the winning lottery ticket from this here frozen lake? Let's drink to that. Would be a shame if Emily filled that flask of yours for nothing. Na, endlich mal ein vernünftiger Vorschlag. Übertreib es nicht, du musst noch fahren.
Ha! Finally, a sensible remark. Cheers. Now let's catch a fish and get the hell out of here. Oh, dieses Geräusch von diesem kalten Wind irgendwie. Samstag, der 28. Dezember morgens. Was ich sagen wollte, das Geräusch von diesem Wind, da wird es mir auch gleich instant kalt irgendwie, obwohl es ja eigentlich warm hier ist. Klar, Frank, was gibt's? Solange ich dadurch keinen Ärger bekomme, Frank. As long as it doesn't get me into trouble, Frank. Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for PO with tires screeching. I need to lay low for a while. If you see him, you haven't seen me, okay? Wer ist Walter Morgan? Oh Gott, wir haben den bestimmt schon kennengelernt und ich habe seinen Namen wieder vergessen. Klar, Frank, mach dir keine Sorgen seinetwegen. Frank, ich weiß nicht so recht. Frank, I'm not sure about this. Holy crap! Morgan's on the premises! I'm not here. Good morning, Mr. Weiss. Sieht aus wie irgendeiner von der Behörde oder Polizei oder irgend sowas vielleicht. Guten Morgen, Mr. Morgan. Oh, Mann. Good morning, Mr. Morning. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? Frank Coleman? Den habe ich hier noch gar nicht gesehen. Ja, Sir, er versteckt sich hinter dieser Theke. Oh, wir können ihn nicht verpfeifen. Ah, ich weiß nicht. Nee, können wir nicht machen. Das ist echt assi. Frank Coleman? Haven't seen him here. And where is he, if he's not here? Wahrscheinlich ist er unterwegs, Sachen ausliefern. Der könnte überall sein. He's probably out delivering. Could be anywhere. I guess I'll have to be patient then. We've received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office parking lot. If that man is Frank, and I'm sure it is, then that's strike 3 for Mr. Coleman. Please tell him I'm looking for him. Have a good day. Is he gone? Yes, Frank. Holy crap, that was a close call. Thanks so much, Thomas. I guess Frank Coleman's going into hiding for a while. Ja, jetzt schuldet er uns aber was, ne? Das halte ich für eine sehr gute Idee, Frank. Frank, glaubst du nicht, es wäre besser, einen Tisch zu machen? Frank, don't you think it's better to just come clean? Don't worry about it. It'll blow over like always. See you Sunday evening. I guess we'll have to play poker with the curtains closed. Alter Frank, der hatte doch auch im Main-Teil quasi von Lake Probleme mit den Behörden. Get ready for a pet peeve from Joseph.